Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Im letzten Monat habe ich in meinem Bullet Journal die Inneneinrichtung einer Wohnung gemalt. Irgendwie wollte ich Gemütlichkeit. Aber diesen Monat habe ich richtig Lust, neue Welten zu entdecken, spazieren zu gehen, rauszugehen, die Sonne zu genießen und so weiter. Darum gibt es diesen Monat Dörfer, Häuser, dazwischen ein paar Bäume, ein bisschen von der Welt da draußen. Deshalb beginnen wir auf der Titelseite zunächst mit dem Kalender und dekorieren das Ganze mit einer Art Bergdorf. Ich habe alles grob vorskizziert, einfach nur ein paar Häuser aus verschiedenen Perspektiven, die so aufgebaut sind, dass die Häuser immer hinter den jeweils anderen Häusern hervorlugen. Wie in einem Bergdorf, wo die Häuser auf verschiedenen Ebenen und Höhen gebaut sind. Hier und da füge ich ein paar Bäume dazu, um das ganze Bild mit den vielen geraden Linien ein bisschen aufzulockern. Und ich male diese Linien anschließend mit Fineliner nach. Das dauert eine Weile. Anschließend male ich alles mit Aquarell aus. Und zwar benutze ich nur wenig Wasser, damit die Seiten nicht durchnässen. Das funktioniert ziemlich gut. Ansonsten kann man auch Buntstifte benutzen. Je nachdem, wie dünn oder dick die Seiten sind, und bei mir sind sie eher dünn, funktionieren Filzstifte oder Marker leider nicht. Wie immer werde ich alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Jetzt fängt der Monat ja an einem Sonntag an und ich habe eine halbe Seite. Da will ich eigentlich nicht die 8 Tage drauf quetschen, zumal es auch nur der Sonntag ist. Am Ende schreibe ich sogar Montag hin, was ich später aber noch ausbessere. Da ich viel Platz habe, habe ich mich entschieden, den Social-Media-Kalender dorthin zu platzieren. Und unten fange ich dann erst die Woche an. Ich übernehme das Design der Titelpage und male ein paar süße Häuser am unteren Ende der Seite. Erst mit Bleistift, dann Fineliner und dann gebe ich dem Ganzen wieder ein bisschen Farbe mit Aquarell. Auf der nächsten Seite kommen die Monatsziele und die Einnahmen und Ausgaben. Und zwar finden Sie in einem großen Hausplatz. Ich teile das Haus auf und deute an den Seiten ein bisschen die Außenfassade an, so dass man auch erkennen kann, dass es ein Haus ist. Jetzt, wo ich die Erklärung einspreche und nochmal darüber schaue, denke ich, dass ich an den Seiten auch noch ein bisschen Grün, Bäume, Büsche oder so hätte zeichnen können, um das Haus noch ein bisschen hervorzuheben. Aber ich denke, man erkennt es auch so.
Auf der nächsten Seite zeichne ich dann die Wochen und die Wochentage ein. Da das jetzt wieder eine Weile dauert und ihr den Prozess ja schon aus den anderen Videos kennt, könnt ihr jetzt einfach wieder zuschauen. Oder ihr nehmt euch die Zeit, gleichzeitig mit mir euer Bullet Journal Design zu erstellen. Was mir noch einfällt, ich überlege mir gerade ein paar Themen für ein paar Online-Workshops. Eventuell auch Präsenzworkshops, da es ja jetzt auch wieder möglich ist, sich zu treffen. Falls ihr Lust habt, mal gemeinsam mit mir ein Bullet Journal Design zu erstellen, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail. Dann werde ich da mal was vorbereiten. Ideen hätte ich auf jeden Fall genug. Oder ein Design, das ich hier schon hochgeladen habe. Auf der letzten Seite kommt wie immer die Dankbarkeitsliste. Und wie immer zieht sich das Design komplett durch den Monat. Als letztes gibt es wie gewohnt noch eine Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.